Eigentlich wollte ich mich vor kurzem endlich wieder mal dazu sitzen und ja, einen eigenen Song schreiben, irgendwas komponieren, herumspielen, basteln, mich musikalisch betätigen, aber dann bin ich über ein Video gestoßen und ich brauche jetzt euren Rat und deswegen schauen wir uns dieses Video jetzt gemeinsam an, weil dieses Video hat mich ziemlich verunsichert. I'm going to try to make a metal song using only my voice in Suno Studio because I like to experiment. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, Suno Studio ist ein KI-Tool, ein Online-Tool. Da kann man eine Monatsgebühr zahlen und das Ding komponiert komplette Songs. Aber schauen wir mal weiter. And to record, I'm going to go to Input and select my microphone. Okay, soweit schaut das Ganze noch aus wie ein normales Musikstudio, eine DAW, sage ich mal. Er hat jetzt eine Melodie einfach eingesungen und ja. Alright, let's check it out. Ihr seht schon, also aus dem, was er vorhin da rein gesummt hat, ist da auf einmal ein Gitarrenriff gebastelt worden. Let's open up the take lanes and see if another take did better. Und es werden auch verschiedene Takes erstellt, das heißt auch von dem, was er zuerst rein gesungen hat, gibt es jetzt auch verschiedene Variationen, wo man sich die beste aussuchen kann. Control D to duplicate that, and let's just loop it 4 times. Now let's add a track, let's record some drums. Okay. Er macht jetzt auch das gleiche mit den Drums, das heißt, er hat jetzt einfach es ist so verrückt. Okay, that was... Es war nicht einmal in Time, das heißt, man muss nicht einmal gut sein dabei bei der Vorlage. Da ist jetzt plötzlich ein Drum-Track da, den er vorhin eingesungen hat. Bass guitar. So let's see how that sounds together. Okay, so now I'm going to go to export and export this as a full song. So now we kind of have like a template to work from. Now let's go back to the create tab and let's do a cover of this so it does everything that we just did. Okay, ihr seht schon, es ist jetzt nicht einfach nur klicken und dann kommt ein Song raus. Das heißt, man muss ja schon ein bisschen mit der Software auskennen, aber es ist trotzdem, Whenever everything breaks right here, I want to do like a guitar solo. I've never tried to sing a guitar solo before. So, und jetzt kommt das vermutlich Verlockendste für alle nicht so ganz begabten Musiker wie mich zum Beispiel. Ja, ein Gitarrensolo einsingen. Let's hear what we got. Bro, that's fucking crazy. Ja, es ist fucking crazy, Alter. The most impressive thing to me is that... Listen to how I did it. Let's go to the original. I went... Now, let's record some vocals. Ja, und jetzt bitte. Das zweite Ding, das minder begabten Musikern eine große Verlockung darstellt, ist Gesang. I ate a lot of bacon. What the fuck? I'd like to eat the bacon. I ate a lot of bacon. My phone is in my bloodstream. Er hat irgendein Blödsinn gesungen und Suno hat automatisch einen Text raus gebastelt. Alright, so for this part, I want to do like a little talk Verdammt, Alter. Das klingt alles viel zu gut. thing, just because I'm a huge fan of Lamb of God. They be doing that little talk stuff sometimes. And if you want to eat that bacon, you're gonna have to go through me. My bacon's never been taken. If you want to take it, you're gonna have to fight my army of sharks. Yeah, that's right. I got an army of sharks in my mind. They are mind sharks. Okay, I fucking love these vocals. We can hear how it sounds as a whole. I like to eat the bacon. I ate a lot of bacon. My phone is in my bloodstream. I've got the whole world and you're gonna have to go through me.
And if there's anything else you want to know about Suno AI, let me know down in the comments. Ich weiß gar nicht so recht, was ich jetzt sagen soll oder wie es euch jetzt geht mit dem Thema, aber es ist schon verdammt beeindruckende Technik, was da abgeht. Also ich habe es gesehen, der Mensch hat natürlich schon ein bisschen sich in dieses Programm eingearbeitet, in dieses Suno Studio. Das heißt, der hat schon gewusst, was er tut und so. Es waren schon einige Kniffe notwendig, um dann zu dem Ergebnis zu kommen. Aber trotzdem, das heißt, ich würde mal sagen, nach 2-3 Tagen rumexperimentieren mit diesem Suno Studio, ist man dann so weit und kann eigentlich ich sage jetzt mal, wenn man sich Urlaub nimmt, der Woche, kann man da mindestens 10 Songs rausschmeißen. Das heißt, braucht selber keine Note einspielen, man kann einfach nur seine Ideen hinwerfen und das Ding macht dann selbst einen Song draus. Und es klingt verdammt gut. Natürlich, wenn man genau hinhört und sich auskennt mit der Materie, wird man aber sicherlich feststellen, dass es künstlich produziert ist. Aber das ist eine Frage der Zeit. Das heißt, die Technik rennt so schnell voran, dass man innerhalb von, ich sage mal, also nächstes Jahr ist das überperfekt wahrscheinlich. Und die Technik dieses Suno Studio wird nächstes Jahr nur perfekter sein. Da kann man wahrscheinlich wirklich ohne diesen ganzen Herumklicken viel genauer dann nur alles irgendwie designen. Und ich meine, ich weiß nicht, was es mit mir macht, weil ich denke mir, natürlich macht es Spaß, Musik zu machen, selbst Musik kreativ zu erfinden, zu spielen, zu komponieren, also das Handwerk dahinter, der Zeitvertreib, das Hobby, die Tätigkeit ist natürlich an vorderster Stelle, aber es macht schon irgendwas mit an, wenn man denkt, egal was ich jetzt selber herstellen würde, es wird niemals auch nur annähernd so gut klingen wie das, was diese Software für, keine Ahnung, 20 € im Monat und ein paar Tage herumbasteln ausspucken kann. Und ich bin hin und her gerissen zwischen jetzt erst recht. Das heißt, okay, wenn jetzt schon wenn diese Software inzwischen halt Musik so perfekt machen kann, dann das kann ich nicht erreichen, also ist es eigentlich komplett wurscht, was ich mache. Das heißt, eigentlich sinkt mein eigener Anspruch an mich selber, weil ich mache einfach irgendwas, das mir Spaß macht und ich habe gar nicht mehr den Anspruch, dass es wie eine perfekt produzierte Profiband klingt, sondern ich mache einfach irgendwas, das vielleicht sogar Arsch klingt, aber mir zumindest Spaß gemacht hat. Das ist so diese eine Richtung, wohin tendiere, und die andere Richtung, die mich in schlechten Momenten packt, ist, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Zu was nehme ich eigentlich mein Instrument oder übe Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang, damit ich dann trotzdem was rauskriege, das nicht einmal annähernd so gut ist, wie eine Maschine ausspuckt. Eigentlich kommt die alles an den Nagel hängen, wegschmeißen, aufhören und sowieso jegliche Kreativität einfach sein lassen, weil wir sind in einer Welt jetzt, wo ich was bastel, wochenlang mich reinsteigert, meine ganze Freizeit verbringe und dann habe ich das Produkt fertig, sag's irgendjemanden und diese Person sagt dann, ja lieb, aber schau mal, warte mal kurz, und 2 Minuten später zeigt mir dir einen Song, den er gerade oder sie erstellt hat, der 10-mal besser klingt als das, was ich gemacht habe. Ich denke mir, und wo, in welcher Welt, was ist was? Ach Gott, ihr seht schon, ich bin da ziemlich überfordert mit dieser neuen Technik. Ich will es jetzt auch nicht komplett verdammen. Ich will jetzt auch nicht sagen, wir sollten jetzt alle hinfahren zu den Suno Headquarters und das Gebäude anzünden und einen Maschinensturm machen. Nein, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren. Irgendwie, die Technik wird nicht mehr weggehen, diese ganze KI, das wird bleiben. Das geht nicht mehr weg. Wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Das ist da, das wird bleiben. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie man sich damit arrangiert, mit dieser neuen und dieser alten Welt. Und ja, wie gesagt, also zurzeit bin ich wieder ein bisschen positiver gestimmt. Ich tendiere dazu, einfach kreativ betätigen für mich selbst. Das macht mir Spaß, was schaffen, stolz drauf sein, dass man was aus eigener Kraft geschafft hat, auch wenn das Ergebnis richtig, richtig schlecht ist im Vergleich zu sowas. Aber ja, man hat es zumindest selbst geschafft. Und vielleicht ändert sich da ein bisschen die Einstellung. Vielleicht will man jetzt inzwischen auch gar nicht mehr, dass das alles so perfekt klingt, weil es keinen Reiz mehr hat. Dieses ganze Perfekte hat keinen Reiz mehr, weil man es auf Knopfdruck produzieren kann. Vielleicht verzeiht man inzwischen auch wieder einer eigenen, selbst einer Hobbyproduktion, dass sie einfach nicht so gut klingt, aber man weiß zumindest, dass es aus eigener Kraft selbst und ehrlich entstanden ist. Ja, genau.
dieses kleine Selbsthilfe-Video wollte ich jetzt unbedingt aufnehmen, weil ich würde jetzt unbedingt euer Feedback dazu wissen. Schreibt es in die Kommentare unten, wie ihr zu dieser ganzen Sache steht. War euch überhaupt bewusst, dass Technik, Suno und so weiter, es gibt inzwischen schon Dutzende Mitbewerber, die das Gleiche machen im Prinzip. Suno ist das bekannteste. War euch bewusst, wie gut diese Technik inzwischen schon ist und dass ihr potenziell jederzeit Songs erstellen könntet? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Findet ihr, dass es alles zerstört? Dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo Musik einfach keinen Wert mehr hat, weil man es auf Knopfdruck erzeugen kann? Oder seht ihr es wie ich vielleicht sogar schon ein bisschen als Chance, wieder mehr eigenständig und deutlich hörbar eigenständig zu produzieren? Das hat mich gefreut, wenn ich da was für euch her und ja, ich werde schauen, dass ich alles beantworte. Lesen tue ich sowieso alle Kommentare, die ihr mir schreibt, und vielleicht sehen wir sie demnächst schon auf diesem Kanal wieder mit einer tatsächlichen Eigenproduktion von mir. Ich habe da Ideen, aber ich weiß nicht so recht, ob ich mich drüber trauen soll. Aber ja, schauen wir mal. Gut, auf jeden Fall abonnieren, dann werdet ihr es mitkriegen, ob Humaldo wieder mal einen eigenen Song komponiert aus eigener Kraft, und ja, da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt, und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Metal, Alter! Eigentlich sollte Suno einen Metal, Alter, Song erstellen lassen. Metal, Alter! Schau, ich kann nicht einmal singen, ohne dass ich zum Husten anfange. Ach Gott. Singen.